Ich habe lange darüber nachgedacht, wovon dieses Video jetzt eigentlich handeln soll. Ich habe gestern schon mal einen Versuch gestartet, einen Vlog aufzunehmen, zweimal. Die letzten Tage sind angebrochen. Die letzten Tage im Paradies, bevor es zurückgeht. Jetzt ist Loslassen angesagt. Da fängt ein neues Kapitel an mit so vielen Unsicherheiten und ich habe absolut keine Ahnung, was ich sagen soll in diesem Video. Das war nicht sehr zufriedenstellend und deswegen habe ich mir gedacht, ich versuche es heute noch einmal und schaue mal, ob es mir besser gefällt. Denn mir ist aktuell nicht danach, ein künstlerisches Video zu produzieren, in dem ich zeige, wie wir gerade hier unsere 7 Sachen zusammenpacken, sondern eigentlich will ich ein Video machen, in dem ich meine Gedanken teile, was mich aktuell beschäftigt. Denn ich denke, das könnte inspirierend sein für manche von euch. Und gleichzeitig ist mir dann aber auch wiederum aufgefallen, wie interessant das eigentlich ist, wenn ich meine Unsicherheiten hier vor der Kamera zeige und wenn ich offen sage, dass ich keinen Plan habe, wie es weitergehen soll. Es ist immer wieder sehr erstaunlich, wie viele Menschen dann kommen, die den vermeintlichen Plan haben und die vermeintlichen Lösungsstrategien gefunden haben. Und das ist toll, dass so Menschen so viele Erfahrungen machen und für sich einen Weg gefunden haben. Aber ich denke nach wie vor, was ich, glaube ich, auch immer wieder schon verdeutlicht habe, jeder muss seine eigenen Erfahrungen machen und so möchte ich auch meine eigenen Erfahrungen in auf dieser Reise machen. Es fällt mir nicht leicht, das hier aufzugeben, wobei ich auch sagen muss, es ist keine Aufgabe, sondern es ist ein vorübergehendes Pausieren. Ich merke aktuell, dieses Leben hier, das tut mir nicht gut und der größte Alarmfaktor ist mein eigener Körper. Ich höre sehr stark auf die Körpersignale, die ich spüre. Und was anderes kann ich nicht als Orientierung nehmen. Genau das ist es, woran ich mich orientieren muss. Und genau das signalisiert mir ja auch, dass sich dieses Leben hier wie ein dauernder Kampf anfühlt. Und deswegen habe ich den starken Drang, etwas zu ändern an diesem Leben. Ich sehe aktuell keine keinen Weg für mich hier, weil es mir einfach an Weiterentwicklungsmöglichkeiten fehlt. Ich glaube, um sich weiterentwickeln zu können, bedarf es dem richtigen Umfeld. Einem Umfeld, in dem man sich zum einen so fühlt, als ist man gut aufgehoben. Also, man muss sich gestärkt fühlen in diesem Umfeld. Man muss das Gefühl bekommen, dass man nicht fallen kann. Und gleichzeitig ist es aber extrem wichtig, dass dieses Umfeld einen so akzeptiert, wie man selbst ist, ohne zu projizieren. Wenn da immer Menschen in einem Umfeld sind, die ihre eigenen Geschichten und ihre eigenen Erfahrungen auf einen projizieren, dann ist es klar, dass man irgendwann versucht zu flüchten und dass man sich da einfach nicht mehr wohlfühlt, denn man wird objektiviert. Und ja, ich glaube, es ist extrem schwierig, das richtige Umfeld zu finden, wo alle so mit sich im Reinen sind und mit den eigenen Entscheidungen, die sie getroffen haben, dass sie den anderen so akzeptieren können, wie sie sind. Und ich hatte in meinem letzten Video auch das Thema angesprochen, dass ein Arbeitsumfeld genau so was sein kann. Ein Arbeitsumfeld kann genau diese Umgebung sein, in der man sich entfalten kann, aber natürlich auch nur, wenn die Arbeitskollegen entsprechend mit sich im Reinen sind und, das Ganze erlauben, dass man sich so entwickelt. Also, mir ist schon bewusst, dass nicht jede Arbeit, so gestaltet ist,
dass man sich dort wohlfühlt und weiterentwickeln kann und dass man dort eben die Wertschätzung erfährt, die man benötigt. Ich glaube, da braucht es schon ganz viel Glück, dass man genau diese Arbeitsstelle findet, wo eben alles passt. Und wenn das Ganze eben nicht passt, dann muss man wirklich reflektieren, ob man den Schritt wagt und noch mal die Position ändert und, sich noch mal 'n anderen Job sucht oder ob man wirklich diesen Schritt wagt und, in eine Selbstständigkeit geht und, ja, sein eigenes Leben versucht aufzubauen. Ich für mich habe einfach festgestellt, das ist aktuell nicht das, was ich leisten kann, aus den genannten Gründen. Ich kann mir nichts Stabiles aufbauen, weil das Ganze auf einem sehr unsicheren Fundament entstanden ist. Mir fehlt die Umgebung, in der ich mich weiterentwickeln kann, und mir fehlt gerade sehr stark das Lernen. Ich habe das Gefühl, meine Ängste, die sind einfach nie größer gewesen als jetzt in diesem Moment hier in Schweden. Ich hatte schon immer mit Ängsten zu tun, aber mein Umfeld damals in Deutschland, mein Arbeitsumfeld, hat das abfangen können. Also, es hat mir eine Selbstsicherheit gegeben, dass ich eben in diesem Arbeitsumfeld gewertschätzt wurde, dass ich mich weiterentwickeln konnte und dass man an mich geglaubt hat und an das, was ich kann. Und das fehlt mir hier komplett und deswegen mangelt es mir eben extrem an Selbstvertrauen. Man mag es kaum glauben, aber daraus entstehen eben auch diese unzähligen Ängste, mit denen ich hier zu kämpfen habe, und ich sehe einfach keinen Ausweg aus dieser Situation, wenn ich weiter diesen Weg hier verfolge. Denn ich versuche es ja schon seit Jahren und ich merke seit Jahren, dass alles, was ich versuche, nicht hilft, um meine Ängste zu bewältigen. Und so hart es auch ist, es ist der einzig richtige Weg, den ich aktuell gehen kann, um wieder Selbstvertrauen zu bekommen. Ich möchte mich einfach als Mensch weiterentwickeln auf den verschiedensten Ebenen. Und ich weiß natürlich jetzt nicht, ob sich das am Ende lohnt oder ob ich dann doch wieder Sehnsucht nach diesem Schwedenleben hier bekomme und dann erkenne: „Okay, es war ja doch nicht so schlecht, was ich da hatte.“ Das weiß man vorher nicht. Man kann es nur herausfinden, indem man diesen Schritt geht und indem man eben diese Erfahrungen macht. Und genau das will ich jetzt tun, auch wenn ich natürlich Angst davor habe, auch wenn es mir schwerfällt, loszulassen. Aber genau dieses Thema Loslassen ist, glaube ich, etwas, was uns alle stark blockiert im Vorankommen. Sei es, dass man eben an einem Job festhält, der einem eigentlich nicht gut tut, aber man weiß ja nicht, ob man was Besseres findet. Deswegen versucht man das schön zu reden und bleibt eben da. Ja, also man kann das auf die verschiedensten Lebensbereiche ausdehnen. Und ja, also es erfordert auch für mich jetzt wieder Mut, loszulassen, das, was ich hier mir aufgebaut habe, und, wieder diesen Weg zurückzugehen mit all dem, was kommt. Das erfordert Mut, aber ich denke, darin liegt gerade das größtmögliche Entwicklungspotenzial für mich, denn, ja, mir wird es einfach auch zu langweilig. Es Ich glaube, das Leben hat einfach wirklich mehr zu bieten, als dass ich hier stationär nur an diesem einen Ort lebe und täglich das Gleiche mache. Und das will ich einfach herausfinden. Ich möchte diese Erfahrungen machen, meine Ängste loswerden und wieder mehr Selbstvertrauen bekommen. Und ich möchte mich einfach wieder weiterbilden. Ich möchte lernen, und das ist es, was mich aktuell antreibt und warum ich jetzt mich im Loslassen übe. Eine andere Frage, die mich aktuell beschäftigt, ist die Frage: Welcher Weg ist wirklich der richtige? Und wenn man diese Frage stellt, dann glaube ich, gibt es extrem viele Menschen, die mir jetzt zuschauen, die die Antwort darauf wissen oder die denken, sie wissen die Antwort darauf. Aber ich kann, ohne das gehört zu haben, ich kann sagen, es ist nicht die Antwort auf meine Frage.
Denn ich glaube, um herauszufinden, welcher Weg der richtige ist, muss man Wege einfach gehen und man muss Erfahrungen machen. Da kann kein Erfahrungsbericht von anderen Menschen helfen. Also, es kann natürlich als Inspiration dienen. Ich kann mir natürlich andere Auswanderer anschauen und schauen, was haben die gemacht, wie haben die das geschafft? Aber trotzdem kann ich dann auch feststellen: „Ne, das bin nicht ich. Das passt nicht zu dem Charakter, den ich habe. Mein Weg sieht anders aus. Ich habe andere Dinge, die mir wichtig sind. Ich lebe andere Werte. Ich möchte andere Erfahrungen machen.“ Es basiert immer darauf, Erfahrungen zu machen. Aber ich glaube auch, welcher Weg ist der richtige? Das hängt ganz stark damit zusammen, wie man selbst aufgewachsen ist und welche Erfahrungen man bereits gemacht hat. Denn jedes Mal, wenn man eine Entscheidung trifft, greift man ja auf die Lösungsmöglichkeiten zurück, die man im Leben gesammelt hat. Denn die haben sich ja irgendwie als richtig erwiesen und richtig ist vielleicht in dem Sinne gemeint, dass sie am energiesparendsten für das eigene Gehirn waren. Aber das kann für jeden eben anders aussehen. Das, was, für den einen der richtige Weg ist, das kann für den anderen total absurd sein, weil der eben komplett andere Erfahrungen gemacht hat und sich ein ganz anderes Repertoire an Lösungsmöglichkeiten aufgebaut hat, auf die er in seinem Leben zurückgreifen kann. Und deswegen denke ich, ist es einfach so unglaublich wichtig, dass jeder seine eigenen Erfahrungen macht und jeder muss auch einfach spüren, was es für Konsequenzen hat, wenn er diesen Weg geht. Denn das ist meiner Meinung nach der wichtigste Impulsgeber oder das wichtigste Signal, was einem dann zu verstehen gibt, ob das wirklich der richtige Weg war oder nicht. Man darf es dann eben nicht bereuen. Damit muss man dann klarkommen. Man muss lernen, dass man dann mit sich im Reinen ist, wenn man einen Weg geht, auch wenn das dann der falsche sein könnte. Man trifft Entscheidungen immer aus dem jetzigen Zustand heraus, indem man auf das zurückgreift, was das Gehirn als bestmögliche Lösungen abgespeichert hat. Und deswegen ist es für mich jetzt eben wieder der Weg in einen sicheren Job, weil ich aktuell keine Lösungsmöglichkeit sehe. Ich habe diese Erfahrung nicht gemacht, dass es funktioniert mit einer Selbstständigkeit. Und deswegen bleibt für mich in meiner Situation gerade nur diese Möglichkeit, dass ich wieder versuche, in einen Job zu kommen. Und da ich mich auch nicht 100% wohl damit fühle, hier in Schweden was zu finden. Ich möchte mich nicht an einem neuen Ort hier niederlassen, nur um dann halt einen Job zu haben, denn dort wäre es ja genauso, dass ich mir wieder eine Umgebung aufbauen müsste und, dazu fehlt mir einfach gerade die Kraft. In Deutschland weiß ich zumindest, dass ich aufgrund der Sprache schon mal einen gemeinsamen Anknüpfungspunkt habe und dass es mir eben leichter fallen würde, dort wieder Fuß zu fassen. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass ich ja extrem starke Hoffnungen habe, wieder da reinzukommen, wo ich schon mal gearbeitet habe, bevor ich nach Schweden ausgewandert bin. Es ist natürlich nicht gesagt, dass ich das schaffe, aber wenn es funktioniert, dann weiß ich immerhin, dass ich da auch schon mal ein Arbeitsumfeld habe, in dem ich mich super wohlfühle. Und da muss ich nicht von neu starten. Da kann ich auf das zurückgreifen, was ich mir damals schon mal aufgebaut habe. Und ich finde, diese Aussicht, die ist wunderschön, auch wenn es keine sichere Aussicht ist. Es ist Unsicherheit. Es ist kein Plan, es ist eine mögliche Zukunftsvorstellung, eine Zukunftsoption, die ich mir in meinem Kopf ausmale. Aber manchmal kann man ja nicht anders vorangehen. Manchmal muss man sich etwas im Kopf ausmalen, um die mögliche Motivation zu bekommen. Und dann sieht man, ob sich das bewahrheitet oder ob das Ganze dann doch wieder in eine ganz andere Richtung verläuft. Ich denke, ich hätte all diese Zweifel und Unsicherheiten nicht,
wenn sich mein Weg in Schweden hier stabil und sicher anfühlen würde. Logischerweise hätte ich sie dann nicht. Dann wäre ich ja mit diesem Leben hier im Reinen, aber es gibt ja sehr viele Gründe, die mich zweifeln lassen und weswegen ich mir diese ganzen Fragen hier stelle. Und ich glaube, das ist einfach Grund genug, dass ich was ändern muss und dass es aktuell nichts bringt, mich zu quälen durch etwas, was mir nicht gut tut aktuell. Und so freue ich mich darauf, wenn ich daran denke, dass ich wieder Entfaltungsoptionen habe in einem Arbeitsumfeld, in dem ich ausgebildet bin, in dem ich Wissen habe. Da freue ich mich drauf, dass ich da wieder reinkommen kann. Das ist zumindest meine Vorstellung, die ich mir gerade ausmale. Wer weiß, wie alles kommt. Ich weiß es nicht. Jetzt sind es nur noch wenige Tage, bis das eigentliche Studium, zu dem ich mich angemeldet habe, beginnt. Es besteht immer noch die Möglichkeit, dass ich, eine E-Mail von der Uni bekomme, weil alle anderen abgesagt haben, die vor mir auf der Warteliste stehen und dass ich dann doch noch reinkomme. Aber es ist unsicher. Ich weiß es nicht. Es könnte passieren. Es könnte sein, dass, wenn ich dann in Deutschland sitze, dass ich dann die E-Mail lese: „Hey, du darfst dich jetzt anmelden“, und dann kann ich mich anmelden und habe das geschafft, wovon ich das ganze Jahr, die ganzen letzten Monate geträumt habe, dass es funktioniert. Es kann auch sein, dass es nicht funktioniert, das weiß ich nicht. Und dann hoffe ich natürlich, dass sich eine andere Tür öffnen wird. Mein Leben ist gerade extrem unsicher und ich habe keinen Plan. Ich habe mir mögliche Optionen aufgebaut, ohne zu wissen, ob es wirklich Optionen sind. Mehr kann ich nicht tun. Das ist, glaube ich, das Mysterium des Lebens, was man durchleben muss und wo man immer wieder die Erfahrungen sammeln darf, dass das Leben eben so ist, wie es ist. Das ist vielleicht gerade das beste Schlusswort, was ich für diesen Vlog finden kann. Das Leben ist so, wie es ist und jeder muss seine eigenen Erfahrungen machen. In diesem Sinne, passt gut auf euch auf, macht eure eigenen Erfahrungen und lasst euch nicht von den Projektionen anderer beeinflussen, denn das sind immer eigene Lebensgeschichten, die da projiziert werden und das hat nichts mit euch zu tun. In diesem Sinne, bleibt euch treu und geht einfach immer euren eigenen Weg. Ich wünsche euch das Allerbeste und wir sehen uns dann hoffentlich bald wieder mit einem neuen inspirierenden Video. Wir werden sehen. Ich kann es nicht planen, aber ich versuche, mich dem Leben hinzugeben. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.